Hallo und herzlich willkommen. Ja, wenn ihr meinen Kanal beobachtet, dann habt ihr auch gesehen, dass ich ja noch nicht allzu lange dabei bin und diese Videos mache. Und ich habe heute ein interessantes Gespräch geführt. Daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und zwar ging es um das Thema, was kannst du tun, damit das, was du mit deinen Videos machst, besser rüberkommt, sich schneller verbreitet, die Klickrate erhöht wird und überhaupt ein erfolgreiches Produkt, Projekt, Konzept sich schnell am Markt amortisiert. Ja, und dann gab man mir Tipps, ich solle meine Haltung verändern, ich soll irgendwelche Keywords im Hintergrund gestalten, was ja auch alles sicherlich sehr sinnvoll ist. Und ich werde mich darum auch tatsächlich kümmern müssen, denn das macht schon Sinn. Und dann kam ein ganz wesentlicher Tipp. Wie gesagt, es war ein nettes Gespräch. Es ging nicht darum, dass man mir irgendwie was Böses wollte, habe ich auch nicht so verstanden. Aber jetzt kommt der Tipp und der Tipp, den musste ich tatsächlich kategorisch ablehnen. Der hat etwas damit zu tun, warum ich überhaupt diese Videos mache zurzeit. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, habt ihr wahrscheinlich jeder in eurem Leben tagtäglich damit zu kämpfen. Und zwar das Thema, wie funktioniere ich, damit mein Arbeitgeber, meine Umwelt, mein Job, meine Kollegen und alles, was mit mir was zu tun hat, mit mir auch zufrieden ist. Also heißt, wie passe ich mich in diesem Job so an, dass ich die bestmöglichen Ergebnisse erziele, und zwar in jeder Hinsicht. Ich frage mich, was will mein Chef von mir? Ich überlege, wenn ich Kundenkontakt habe oder Patientenkontakt oder Klientenkontakt, also Kontakt mit anderen Menschen, die mich während meines Berufes aufsuchen, dann frage ich mich, bin ich angemessen in meiner Sprache? Bin ich angemessen in meinem Service? Mache ich genug für die anderen Menschen? Tja, und so versuche ich mich eigentlich immer zu biegen und zu verbiegen und so darzustellen, dass die anderen denken, Gott, das ist aber meine gute, pfiffige Angestellte. Die hat es ja richtig drauf. Wenn ich irgendwas an Beschwerden habe, dann wende ich mich in erster Linie an die. Ja, und was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, habt ihr wahrscheinlich längst verstanden, ist, macht die, in diesem Fall wäre ich das oder auch du da draußen, macht die das eigentlich aus freien Stücken so? Oder unterwirft die sich einem Skript, einer bestimmten Abfolge des Tagesablaufes, einer bestimmten Etikette, die sie unbedingt einhalten muss, damit der Verhandlungspartner zufrieden ist und am Ende womöglich auch dem Chef gemeldet wird. Mit der Angestellten kann man zufrieden sein. Oder lebt die tatsächlich ihre eigene Authentizität und sagt vielleicht auch etwas, was zwar von Herzen käme, aber vermeintlich völlig unpassend ist in dem Arbeitskontext, was der Hausordnung widerspricht, was dem Umgang mit den Kunden widerspricht. Also Authentizität oder ja, sich dem zu unterwerfen, und zwar möglichst
absolut in jeder Form. Und dann wird eben auch auf die persönliche innere Haltung verzichtet. Ja, und jetzt komme ich auf den Vorschlag, den man mir gemacht hat. Ich habe bislang meine Videos oder auch meine Podcasts immer einfach so gesprochen, aufgenommen und natürlich etwas nachbearbeitet oder auch mal nicht oder auch nicht alles nachbearbeitet. Aber letztlich kam das, was ich sagen wollte, einfach so im Fluss zustande. Und der Tipp war, mach dir ein Konzept. Schreib dir auf, was du gerne unbedingt sagen möchtest. Ja, habe ich einmal versucht. Tatsächlich. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr, wenn ihr irgendwann mal auf dieses Video stoßt. Ihr seht dann nämlich, dass ich immer wieder auf meinen Zettel geguckt habe, damit ich ja nicht vergesse, was ich eigentlich aufgeschrieben habe. Da habe ich für mich festgestellt, das läuft so nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Ich kann Vorträge aus dem Stegreif halten. Ich erzähle manchmal viel zu viel und viel zu langatmig. Aber von einem Konzept abzulesen und mir für jedes Video hier eine Niederschrift zu machen und genau die Stichpunkte aufzuschreiben, um mich dann während der Stichpunkte zu verhaspeln, das ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist genau das, was ich mit dieser Tätigkeit und mit dieser Passion eben, ja, dieses von Herzen kommende mitzuteilen, gar nicht verwirklichen kann und will. Von daher ist es für mich jetzt sehr erstaunlich gewesen, weil ich ziemlich ad hoc diese Arbeitsweise kategorisch für mich abgelehnt habe. Meine Argumentation war, hey, ich mache die Videos, weil ich mich endlich mal an einer Stelle authentisch erklären darf. Weil ich an einer Stelle einfach mal authentisch mich über Themen auslassen kann, über die ich mich nicht auslassen darf, wenn ich irgendjemanden über mir habe, der hinterher sagt, Carola, das können wir so nicht stehen lassen, das löschen wir wieder. Das wäre doch doof. Also, ich plädiere dafür, dass auch ihr euch im Lebensalltag so oft wie möglich authentisch ausdrücken dürft und es auch wagt. Ich habe den starken Verdacht, dass wir in der Zeit einen Wechsel erleben, und zwar in der Zeit insofern einen Wechsel, dass es immer mehr angezeigt sein wird, mit seiner Authentizität zu leben und zu wirken, komplett authentisch zu sein. Was nicht heißt, dass man ausrastet oder dass man unangemessen wird. Aber einen geskripteten Ablauf zu befolgen, macht mir zumindest Probleme. Ja, ich wünsche euch viel Freude und ich wünsche mir für mich und auch für euch, dass sich diese Herzebene, die man oder die du auch durchs Hand aufs Herz arbeiten oder spielen mit dieser Technik für dich immer mehr erobern kannst, dass diese Herzebene immer deutlicher den Alltag
flutet und damit eine ganz andere Energie zwischen den Menschen herrscht. Weg vom Verstand hin zum Herzen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag mit sehr herzlichen Begegnungen und ja, mach was draus. Alles Liebe dir. Ciao, ciao.